Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich nehme euch heute mit von unserem Weg von Ningbo nach Shanghai. Und in Shanghai haben wir ganz schön spannende Sachen erlebt. Wir sind zum einen mit dem schnellsten Zug der Welt gefahren, haben dann das Old Town in Shanghai noch ein bisschen erkundet und haben dann den Abend mit wunderschöner Skyline noch ausklingen lassen. Kommt mit in meine 2 Tage Shanghai und ohne viel Quatschen, los mit dem Video. Let's go! Unsere Reise beginnt im Zugterminal von Ningbo. Der Bahnhof ist riesig und super modern. Ihr kommt durch die Sicherheitskontrolle und dann sucht ihr einfach nur eure Plattform. Die meisten kommen mit einem QR-Code durch die Gates, aber da wir europäische Ausweise hatten, mussten wir durch einen separaten Eingang an der Seite und dort nur unsere Ausweise vorzeigen. Kurz darauf kam auch schon unser Zug. Und dieser Zug ist wirklich schnell. In China gehören Hochgeschwindigkeitszüge zum Alltag. Die Fahrt ist super komfortabel und man kann sich sogar Essen direkt an den Platz bestellen. Und schon kurze Zeit später erreichten wir Shanghai. Nach der Ankunft ging es erstmal Richtung Flughafenbereich zu unserer ersten Unterkunft. Und sagen wir mal so, dort hat man sich ein bisschen lost gefühlt, denn das Zimmer war doch etwas anders, als wir erwartet haben. Das Hotel lag auch in einer Gegend, wo man jetzt als Alleinreisender vielleicht nicht unbedingt hin möchte. Ihr seht auch hier unsere begeisterten Gesichter. Also ging es für uns ziemlich zügig weiter zum Maglev, dem berühmten Hochgeschwindigkeitszug vom Flughafen. Am Ticketautomat könnt ihr einfach die Sprache auf Englisch stellen, eure Tickets auswählen und bezahlen. Eine Fahrt kostet 50 Yuan und bezahlt wird ganz einfach mit Alipay oder WeChat. Könnt ihr hier im Video sehen, wie das funktioniert. Ihr könnt aber auch an den Schalter gehen nebenan und dort im Bar bezahlen. Nur wenige Minuten später sitzt man dann auch schon im Zug, einfach das Ticket einmal scannen und dann geht's los. Der Maglev fährt tatsächlich über 300 Kilometer die Stunde und bringt euch in nur 10 Minuten vom Flughafen in die Innenstadt. Wenn ihr könnt, setzt euch am besten auf die rechte Seite. Dort hat man meistens die bessere Aussicht. Am Terminal in Shanghai angekommen, ging es von dort aus weiter zur Old Town von Shanghai.
Hier gibt es unzählige kleine Geschäfte, Teeläden und natürlich jede Menge Streetfood. Es ist definitiv ein Touristen-Hotspot, aber gleichzeitig auch unglaublich schön. Die Architektur wirkt fast wie aus einem Anime-Film. Man fühlt sich so ein bisschen in das alte China zurückversetzt. Viele Besucher lassen hier auch Fotos in traditioneller Kleidung machen. Wir waren auch auf einer kleinen Sidequest unterwegs, denn auf der Suche einer Toilette wurden wir von einer Dame angesprochen, die uns den Weg zeigen wollte. Sie hat ganz zufällig auch an der Toilette dann gewartet, weil sie ja auch mal ganz dringend auf Toilette musste und hat uns dann natürlich ganz liebevoll in ihr Geschäft gelotst. Aber kein Problem, Patti wollte sich sowieso ein Tuch kaufen, dann konnten wir der Dame auch gleich noch was Gutes tun und die Strategie hat wohl ganz gut geklappt bei ihr. Am See gibt es sogar eine kleine Licht- und Nebelshow. Gerade am Abend sieht das Ganze wirklich wunderschön aus und ist perfekt für Fotos. Besonders schön fand ich auch die kleinen engen Gassen. Man hat wirklich das Gefühl, durch das alte Shanghai zu laufen. Und dort gibt es auch eine der ältesten Straßen Shanghais. Nachdem ich wieder jede Katze gefilmt habe, die ich gesehen habe, mussten wir natürlich auch etwas essen. Wir sind erstmal falsch abgebogen und in einem halb geschlossenen Einkaufsbereich gelandet. Die Suppe, die wir dann dort in der Nähe gefunden haben, waren, sagen wir mal, okay. Wir haben dann noch entschieden, ganz spontan noch unser Hotel zu wechseln, da wir mit dem erst gebuchten Hotel einfach nicht ganz zufrieden waren. Wir sind dann ins Holiday Inn, etwa 10 Minuten vom Flughafen entfernt, umgezogen und uns dann dort doch etwas sicherer und wohler gefühlt. Und da uns die vorherige Suppe nicht ganz gesättigt hatte, sind wir nochmal schnell zum Flughafen, haben dort nochmal was gegessen und wollten dann mit dem letzten Shuttlebus zurückfahren, den wir dann aber leider verpasst haben um 5 Minuten und sind dann einfach die 2 bis 3 Kilometer gelaufen. War auch mal schön.
Am nächsten Morgen ging es für mich erstmal zum Frühstück. Danach haben wir uns wieder mit unserer kleinen Family getroffen und sind einfach ein bisschen durch die Stadt spaziert. Bei Sonnenschein ist Shanghai wirklich eine unglaublich schöne Stadt. Zwischendurch sind wir sogar zufällig in eine Kunstausstellung geraten. Ich sag mal so, interessant war sie auf jeden Fall. Nach dem vielen Laufen hatten Patti und ich natürlich wieder Hunger. Also sind wir in eine Mall gegangen und haben uns japanisches Essen gegönnt. Und das war wirklich, wirklich lecker. Zum Abschluss des Tages ging es dann in eine Rooftop-Bar, dem Tales. Sie liegt auf der weniger touristischen Seite von Shanghai und der Vorteil ist, dass es dort deutlich entspannter ist und man leichter einen Platz bekommt. Aber schaut euch diese Aussicht an. Einfach unglaublich. Danke nochmal an Tang und Vanessa, dass ihr uns so herzlich aufgenommen habt und uns so viele tolle Sachen gezeigt habt. Es war eine wirklich wunderschöne Reise und ein besonders wunderschöner Abend. Die Skyline von Shanghai bei Nacht ist wirklich beeindruckend. Und ein kleiner Tipp, viele der Lichter gehen gegen 22 Uhr aus, also vorher gucken. Am Ende sind Patti und ich noch ein bisschen durch die Stadt spaziert. Und natürlich musste wieder jede Katze fotografiert werden. Shanghai hat uns wirklich überrascht. Wir konnten unglaublich viel sehen und haben jede Minute genossen.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Macht's gut!